Unser nächster Gast ist ein Topmann aus den Reihen der CIA-Agenten. Es ist ein Lieutenant Colonel Tony Shaffer, der jahrzehntelang für CIA gearbeitet hat. Dann hat er ein Buch veröffentlicht über das Versagen der Sicherheitsdienste vor 9/11 und plötzlich war er ohne Job. Das verschafft ihm aber jetzt die Freiheit, als Sicherheitsexperte für Fox, unter anderem Fox News und andere, zu arbeiten. Und ich freue mich sehr, ihn heute dabei zu haben. Tony, meine erste Frage. Wir bekommen Bilder aus Washington von unserem Kollegen Paul Podolai, der dort Wahlbeobachtung macht, dass dort alle Geschäfte zugesperrt werden, dass mit Holz alle Fensterscheiben verschlagen werden, weil dort gewalttätige Exzesse befürchtet werden. Die Antifa hat schon jetzt gesagt, sie wird die Wahl Donald Trumps nicht anerkennen. Die militante Antifa rüstet zu weiteren Anschlägen, zu weiteren Riots. Steht uns da ein Bürgerkrieg bevor, wenn Donald Trump gewinnt? Well, thank you for having me. And it breaks down to Für die Antifa geht es nur um eins, um Gewalt. Egal wer gewinnt, es wird Gewalt geben. Die Frage ist nur, wie viel. In Städten, die von Demokraten kontrolliert werden, wird es Gewalt geben. Let me be very clear on this. Democrat-controlled cities are indicating that there's going to be massive protests, and we're talking about Portland, Oregon, Oregon, Seattle, Washington, Chicago, New York, here in Washington D.C. These are all areas where Das sind Städte, in denen die Antifa und Black Lives Matter sich sehr große Mühe gegeben haben, Instabilität zu erzeugen. Conditions of instability. The instability comes in the forms of violence, of protests. Ich habe nichts gegen Demonstrationen, aber das sind gewalttätige Ausschreitungen. Um das Weiße Haus wird ein Sicherheitskordon gezogen, um diese gewaltsamen Ausschreitungen abzuwehren. Because, again, in these left cities, in these progressive cities, die Verwaltungen vor Ort haben diese gewaltsamen Ausschreitungen der Antifa begünstigt und toleriert. No matter the outcome of the election on the 3rd. I think the protests will be as vicious, if not. Diese Ausschreitungen werden vielleicht noch brutaler werden, wenn Joe Biden gewinnt, denn die Linken haben verstanden, dass er ein schwacher Anführer ist. Das versteht jeder, der die beiden Politiker Trump und Biden vergleicht. Deshalb denken die Linken, es wird leichter, die Regierung zu stürzen, wenn Biden Präsident wird. It's going to be easier to essentially overthrow the U.S. government through violence by going at Joe Biden than it is by going at President Trump. I think Biden has even said he's actually been saying things like Antifa. Joe Biden hat Dinge gesagt wie, es gibt gar keine Antifa. Natürlich unterstützen sie ihn, aber auch deshalb, weil sie ihn überwältigen können. But I do believe no matter who wins, you're going to see a massive violence in these Democrat-controlled bastions all across the country. Aber wir haben Informationen aus der amerikanischen Presse, dass der Berater von Clinton, der ehemalige Clinton-Berater John Podesta, bereits Pläne in der Schublade hat für bürgerkriegsähnliche Szenarien. Also nochmal, kann die Trump-Regierung etwas dagegen unternehmen? The answer is yes. There's been a number of fairly well documented scenarios that people like John Podesta. Es gibt eine Reihe von Szenarien, die Linke wie John Podesta geleakt haben, meiner Meinung nach, um die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, was kommen könnte. What the left intends to do. And in combination with Antifa and BLM unrest. Wir sehen die Gefahr eines Putschversuches durch BLM und die Antifa. Die Linke wird drei Dinge versuchen, egal was heute rauskommt. Erstens werden sie versuchen, Panik und Unsicherheit zu schüren.
Manche Demokraten sagen jetzt schon, es werden Stimmen unterdrückt. Das ist ein Geheimcode für, wir werden die Wahl nicht anerkennen. Secondly, the vote by mail situation is going to be very telling. Der zweite Unsicherheitsfaktor ist die Briefwahl. Die Demokraten haben ihre Wähler überzeugt, dass Corona sehr gefährlich ist und gesagt, man solle Briefwahl benutzen. Aber das ist jetzt nach hinten losgegangen. Jetzt haben sie den Leuten gesagt, dass sie doch wählen gehen sollen. Außerdem sollen noch lange nach der Wahl die Briefwahlzettel gezählt werden. I don't think it's going to go well for them. So, but they're going to try to keep that vote by mail open well past tomorrow. And then lastly, dann gibt es eine Gruppe von 500 Sicherheitsexperten, inklusive so Leuten wie General Anthony Zinni und General Stanley McChrystal, die ich früher mal respektiert habe, die auch die Verwendung von Sicherheitsmitteln in Erwägung gezogen haben, um Donald Trump zu entfernen. I have to say my respect has now been removed by the fact that they're too calling for the potential use of national security tools to upend the Trump administration, no matter who wins. Das alles begann mit den illegalen Abhöraktionen gegen die Trump-Kampagne und Carter Page 2016. Carter Page during the Trump-Biden transfer of power. So those are the three areas we are looking at regarding Podesta and these folks. Das sind Menschen, die erwägen, den Geheimdienstapparat gegen den gewählten Präsidenten zu verwenden. Wir können das nicht zulassen. Ja, das ist alles sehr dramatisch, was Sie da erzählen. Das klingt fast schon nach Hochverrat, das klingt nach Putsch. Die Frage ist, was kann die Trump-Regierung dagegen unternehmen? So it's one thing to have a political opinion and state it strongly. Another thing to take action against the constitutionally elected government. Man kann als Sicherheitsexperte gegen die Regierung sein und das auch ausdrücken. Aber sobald man zur Tat schreitet, dann handelt es sich um Landesverrat oder Hochverrat, je nachdem. The moment you take that hate and you turn it into action to essentially upend and destroy the Constitution of the Republic, then that is either sedition or treason, depending on what the ultimate application is. So yes, I think that's what we're looking at. And I'm one of those who feels very strongly that those. Ich persönlich glaube, dass alle, die an dem ersten Putschversuch gegen Donald Trump beteiligt waren, also James Comey, Peter Strzok, Andrew McCabe und so weiter, auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Mike Flynn and actually go about trying to produce a completely false narrative to undermine the Trump administration during the first 2 years should be held accountable because of that very issue. In einer dramatischen Situation wird Trump gute Leute an seiner Seite brauchen. Sehen Sie eine Chance, dass zum Beispiel Mike Flynn wieder ins Team des Präsidenten hineinkommt nach der Wahl? Yeah, the Mike Flynn situation is one that's very fluid still. His lawyer. Die Situation mit Mike Flynn ist noch sehr dynamisch. Seine Anwältin Sidney Powell hat mit dem Präsidenten gesprochen und ihn gebeten, ihn nicht zu begnadigen, weil sie will, dass die Gerichte ihn freisprechen. The belief is this: the American justice system should be forced to work. There's no doubt at this point that es gibt inzwischen keinen Zweifel, dass General Mike Flynn absichtlich ungerechtfertigterweise angeklagt wurde. Eine Reihe von Büchern haben dies dargelegt, unter anderem Das Komplott gegen den Präsidenten von Lee Smith. General Flynn wollte eine Generalüberholung des amerikanischen Geheimdienstapparates vornehmen und bestimmte Leute wollten das mit aller Macht verhindern. I know he was for a fact. We had discussions on this in December of 2016. During the transition team. I was a member of the transition team and we spoke about this. So at this point, Sidney is. Sobald er gerichtlich freigesprochen wurde und falls Donald Trump gewinnt, bin ich mir sicher, dass General Mike Flynn bereit wäre, seine Optionen zu erkunden, um mitzuhelfen, den Geheimdienstapparat zu reformieren. General Flynn will have a number of options to examine. That Mike would be ready to jump back in to do some things to bring accountability to the intelligence community in the very near future. Wenn Trump gewinnt,
wovon wir alle ausgehen und was wir auch alle hoffen. Wie sind dann die Chancen, dass Menschen wie Sie oder General Flynn oder eben auch Richard Grenell dann im Sicherheitsapparat an der Seite des Präsidenten arbeitet und dass ihr wirklich mit diesen linken, linksradikalen Strukturen auch aufräumt? So yeah, it's very clear that some of the radical left, to include those who believe critical Es gibt race theory, tatsächlich Teile des which is essentially Regierungsapparates, 21st century die Marxism, mit Linksextremen wie der that has Antifa, infiltrated the Black government. Lives Matter And there are unter dem government Deckmantel employees von neomarxistischen who Ideen wie der openly kritischen essentially are Rassentheorie aligned with kooperieren. Antifa and these very radical thoughts, as well as people like Comey are still in power. And I'm sorry, I will just say it. Christopher Wray, has been simply either incompetent Manche or von diesen Leuten compromised sind as noch an der director of the Macht, wie FBI. FBI-Director I Chris don't know Wray, der how vor dem he Kongress as a leader aussagt, dass can der in good faith Rechtsextremismus die actually größere Bedrohung testify ist als that Black white Lives Matter, supremacy während is a die bigger Städte threat than niederbrennen. Antifa. Ich weiß nicht, wieso I'm jemand sorry, im Amt bleiben kann. I live here, and white supremacists may exist, but they're certainly not the ones creating conditions for riots and burning down minority-owned businesses within these major urban centers of Minneapolis and Wisconsin and other places. So it's that level of utter contempt. Dabei handelt es sich um völlige Realitätsverweigerung und eine Weigerung, seine Pflicht zu tun. Ich gehe davon aus, dass so jemand wie Chris Wray bei einer zweiten Trump-Regierung ersetzt werden wird. Should President Trump win a second term? And yes, I think from my discussions with other senior Man members hat of this innerhalb der administration, as well as Sicherheitsgemeinschaft auf former jeden Fall die members, Notwendigkeit to erkannt, mit diesen essentially Bedrohungen establish fertig an zu werden. understanding and capability to deal with the failure of law enforcement and of national security to be focused on proper and legal targets to go after. Wir beobachten hier ein überraschendes Phänomen, dass nämlich eine Organisation, die eigentlich in Deutschland ihre Wurzeln hat, nämlich die linksradikale Antifa, jahrzehntelang in Amerika im Prinzip unbekannt war und dann auf einmal am Tag der Inauguration von Donald Trump wie aus dem Boden aufgetaucht ist, gleich für gewalttätige Proteste gesorgt hat. Und das ist eine Organisation, die hier in Deutschland eben auch durch weite politische Kreise gepäppelt wird, finanziert wird, zum Teil sogar aus Steuergeldern. Wie sehen Sie die Verbindungen zwischen der militanten Antifa in den USA und in Deutschland? That's an excellent question, and Ich habe in den 80er Jahren in der Terrorismusbekämpfung in Deutschland auch gegen die RAF gekämpft und kenne diese linksradikale deutsche Szene. Sie wurde ja damals von den Russen aus dem Ostblock und von den Linken finanziert und ich glaube, wir erleben jetzt ein sehr ähnliches Phänomen. So I understand your question, and I think there's a very good possibility there was influence from foreign nations. Ironically enough, Jim Woolsey and I were actually Ich war damals zur Trump-Einweihung mit dem ehemaligen CIA-Chef James Woolsey ganz in der Nähe, als die ersten Explosionen und ersten Ausschreitungen der Antifa in den USA begannen. So literally it was, we were within less than a block of the birth of Antifa back in when this happened. And I do believe that it has the structure. Die Antifa ist in Zellen organisiert, wie eine Terrororganisation. Sie hat eine Kommandostruktur und eine Finanzierungsstruktur. Wir müssen uns ganz genau anschauen, wer dahinter stecken könnte und wer einen Nutzen von so einer linksradikalen Organisation haben könnte. And let's be honest here, that Antifa has benefited one side, or at least the perception is their actions have been taken to benefit one side over the other, and that is the progressive left. So, I think es gibt auf jeden Fall Hinweise, dass die Antifa auch aus dem Ausland finanziert werden. Und ich glaube, der Heimatschutz und auch das FBI sollten hier mehr ihrer Pflicht nachkommen. So far, they have not done that. What has to be done is a deep dive. Wir werden hier sehr tief graben müssen, um auch die Finanzierung aus dem Ausland offen zu legen. And the thing that has been failing in all these major metropolitan areas
the leaders of Antifa are essentially caught and released. There's no real accountability. Das Problem sind auch Lokalpolitiker, die die Antifa-Terroristen sofort wieder freilassen. Wir brauchen also die Bundesbehörden, um hier mit den Gesetzen der organisierten Kriminalität zu ermitteln und diese Straftäter zur Rechenschaft zu bringen. Is a set of laws that allows for the US government to go after organized criminal or organized terror organizations. This has to be a RICO effort that is extensive and looks at foreign links. Diese Ermittlung gegen organisierte Kriminalität muss sich auch die Verbindungen ins Ausland anschauen, genau wie im Fall von Hunter Biden und seinen Verbindungen in die Ukraine und nach China. Antifa and its confederates. So this is something I'm sure would be examined in great detail in a second term of the Trump administration. Okay, also was sagen Sie? Wie geht die Wahl aus? Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? I think it's going very well. I'm confident that the trends are going in the president's way. Joe Biden hat es nicht geschafft, die schwarzen und Latino-Wähler für sich zu gewinnen. Noch dazu haben die Unruhen in Philadelphia der letzten Tage zu einem Stimmungsumschwung im Swing State Pennsylvania geführt. Und die Tatsache, dass Lady Gaga sich mit der Umweltlobby gegen das Fracking ausgesprochen hat. Das hat sehr viele Menschen in Pennsylvania verstört. All these things, I think, are playing to the benefit of the president. And there's one thing that I'm not sure is being fully recognized. Was man in Deutschland und Europa vielleicht nicht so mitbekommt, ist die Begeisterung. Präsident Trump kann bei seinen Rallyes 20.000 bis 50.000 Leute begeistern, während Joe Biden Glück hat, wenn er 20 bis 50 bekommt. Dieser Enthusiasmus ist sehr ansteckend. And I feel very good about President Trump coming out very quickly. Ich glaube auch nicht, dass die Auszählung sich ewig hinziehen wird, wie manche befürchten. Ich glaube, dass wir relativ schnell am Mittwochmorgen ein relativ deutliches Ergebnis haben werden. Wednesday morning, who the winner is. And I feel very confident it's going to be President Trump. Ja, wir wollen es hoffen. Tony Shaffer, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Keep on fighting.